Hallo ihr Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr gegrüßt und heute geht es um das Thema Lesbarkeit deiner Beiträge und die Frage, welchen Sinn hat der Lesbarkeitsindex? Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, die Lesbarkeit deiner Beiträge, wie doll oder wie groß sind die Auswirkungen im SEO deines Blogs, deiner Webseite? Wenn du das Plugin SEO Yoast nutzt, dann ist es letztlich so, dass du den Flash Reading Score, wie er auch genannt wird, sicherlich schon mal gesehen hast. Das heißt, wenn du einen Beitrag eingefügt hast, ihn soweit formatiert hast, bis er dann quasi am Ende oder bis er das Endresultat quasi erreicht hat. Das heißt also, dass er dann auch wieder dass er dann letztlich im Frontend freigegeben werden kann. Dann siehst du halt unten, welchen Punktebereich du letztlich dort einnimmst. Und hier ist es letztlich so, und das, was jetzt kommt und auch in dem Beispiel nachher kommt, das ist weder beleidigend gemeint, noch möchte ich damit jemandem zu nahe treten, aber so ist es halt ganz einfach am besten erklärt. Der Index sagt also aus, wie schwer deine Beiträge zu lesen und im Endeffekt auch zu verstehen sind. Jetzt ist es halt letztlich so, Google hatte in dem Zeitraum zwischen 2010 und 2015 die Möglichkeit gegeben oder angeboten, dass du deine Suchergebnisse genau nach diesem Schwierigkeitsgrad der Beiträge filtern kannst. Das heißt also, du konntest dir in den Suchergebnissen quasi herausfiltern, was sind schwere Beiträge und was sind leichte Beiträge. Der Unterschied liegt da letztlich drin, dass die schwer zu lesenden Beiträge eher in dem Bereich oder eher für die Menschen sind, die im Bereich Akademiker unterwegs sind. Ja, das heißt also nicht, dass diejenigen, die, sag ich jetzt mal, diese schweren Beiträge lesen oder ausschließlich die schweren Beiträge lesen, dass die halt einfach schlauer sind als der Rest. Nein, aber Google hat es halt in diese Richtung so kategorisiert. Wenn du mit deinem Score Richtung 100 kommst, dann bedeutet das letztlich, dass es für Laien einfach verständlich ist. Ja, das heißt also, dass es sehr leicht lesbar, sehr leicht verständlich ist. Ja, um es an einem ganz banalen Beispiel festzumachen, könnte es bedeuten, dass ein Kind diesen Beitrag liest und ihn letztlich auch versteht und anwenden kann. Wie gesagt, das ist halt die Frage, wie sehr oder wie stark ist die Gewichtung von diesem Lesbarkeitsindex, also von der Lesbarkeit deiner Beiträge. Wie stark beeinflusst das dein SEO? Hier ist es letztlich so, jetzt könnte man natürlich denken, hey, Google hat ja den Filter letztlich aus den Einstellungen herausgenommen, es spielt also keine Rolle mehr. Nein, dem ist nicht so. Es spielt immer noch eine Rolle. Es gibt natürlich einige SEO-Plugins, die auch das letztlich immer noch mit anbieten oder mit anzeigen. Ja, bei SEO Yoast ist es zum Beispiel so, das ist das einzige Plugin, wo ich halt letztlich Erfahrungen mit gesammelt habe, weil ich es ja selber nutze, dass du natürlich unten in dem Bereich Flash Reading Score oder Lesbarkeit deine Ampel bekommst. Das heißt also, du hast einen bestimmten Punktebereich, wo letztlich die Ampel grün ist. Dann gibt es einen bestimmten Punktebereich, wo es dann orange ist und dann meistens ist es unter 60, ist es dann halt letztlich so, dass es rot ist. Das bedeutet dann nicht, dass du einen schlechten Beitrag geschrieben hast, sondern das bedeutet lediglich, dass dieser Beitrag schwer zu lesen ist und eher in Richtung Fachartikel geht. Und genau so werden letztlich deine Beiträge eingestuft. Es gibt einmal diese Fachartikel und einmal in Anführungsstrichen die Laienartikel, also die ganz leichten Artikel. Und die Gewichtung letztlich, die ist immer noch da. Nur geht es halt letztlich darum, was steht in dem Suchschlitz drin. Ja, wenn du jetzt da zum Beispiel reinschreibst, wie baue ich ein Gartentor, dann geht Google halt letztlich davon aus, dass du ja im Do-it-yourself-Bereich tätig bist und Menschen, die sich halt in diesem Bereich aufhalten, das heißt also die Suchanfragen in diesem Bereich stellen, sind natürlich, ohne das wie gesagt beleidigend zu meinen, sind aber zumeist Laien. Das heißt also, der Beitrag oder Google stellt hier Beiträge zur Verfügung, die natürlich leicht nachvollziehbar, leicht zu lesen und leicht umsetzbar sind. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Herzkatheter legen oder wir nehmen mal ein anderes Beispiel, du bist zum Beispiel in dem Bereich Psychiatrie unterwegs, du hast da zum Beispiel bestimmte Fragen, dann ist das natürlich ein sehr spezifischer Bereich und die Menschen, die sich in diesem Bereich aufhalten, sind dann eben natürlich
zumeist Akademiker oder zumindest Menschen, die schon einen gewissen Wissensstand haben. Und hier ist es halt letztlich so, dass Google dann natürlich vorrangig die Beiträge zur Verfügung stellt, dessen Lesbarkeitsindex natürlich ein Stück weit niedriger ist. Das heißt also gen 60 oder sogar unter 60. Und genau das ist letztlich so, wie es Google kategorisiert und so, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, und ich hoffe, dass du es auch verstanden hast, merkst du eben halt, dass genau in diesen Kategorien dadurch auch das SEO beeinflusst wird. Ja, wenn du jetzt, natürlich gibt es da ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Ne? Die Gewichtung von dem Lesbarkeitsindex oder von der Lesbarkeit deiner Beiträge spielt hier natürlich vielleicht eine eher untergeordnete Rolle, aber dennoch beeinflusst es als indirekter Faktor dein SEO. Ja, weil es halt immer darauf ankommt, wer gibt was in dem Suchschlitz ein. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Nische hast du gewählt und welche Zielgruppe ist deine letztlich. Ja, darauf kommt es natürlich auch an. Das heißt, aus diesem Blickwinkel muss man das natürlich ein Stück weit differenziert betrachten. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es nicht so stark gewichtet wird, wie sehr solltest du dich daran halten? Ich hatte es gerade eben schon gesagt, wenn du in einer Nische unterwegs bist, wo deine Zielgruppe natürlich in diesem Bereich oder in dieser Nische die Akademiker sind und du halt Beiträge schreibst, dessen Lesbarkeitsindex ja immer so um die 60, unter 60 ist, dann ist es natürlich so, dass du für diese Zielgruppe genau die richtigen Beiträge schreibst. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du nur Content produzierst, deren Lesbarkeit wirklich schwer ist, dann ist es so, dass sich das negativ auf dein SEO auswirken kann, wenn dann, sage ich jetzt mal, jemand querschießt und einfach mal in Anführungsstrichen als Laie in diesen Bereich kommt, sich vielleicht einfach nur mal Wissen aneignen will, dann kann es zum Beispiel passieren, dass er deine Beiträge gar nicht angezeigt bekommt, weil eben deine dauerhaft schweren Beiträge dein SEO negativ beeinflusst hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du, wir sagen mal, wir hatten vorhin den Bereich, du bist im Do-it-yourself-Bereich tätig. Hier geht es natürlich darum, dass du Anleitungen schreibst. Hier geht es darum, dass du den Leuten zeigst, wie was umgesetzt wird. Zum Beispiel ein Gartentor bauen oder zum Beispiel, wie lege ich Pflastersteine, wie werden Fenster eingebaut. Hier ist es halt letztlich so, wenn du da auch wirklich Do-it-yourself-Anleitungen gibst, dann macht man die natürlich Step by Step. Man macht die so einfach wie möglich, damit der Gegenüber sich, wenn er denn das möchte, sich den Beitrag ausdrucken kann und Seite für Seite das quasi umsetzen kann. Ja, und hier ist es halt letztlich so, dass in diesem Bereich natürlich die meisten Menschen Laien sind. Ja, ich nehme mich da nicht raus. Ne? Wir haben ja unser Haus jetzt gebaut und wenn jetzt hier zum Beispiel Tätigkeiten anliegen oder anstehen, dann belese ich mich natürlich vorher. Ja, und gerade diese Do-it-yourself-Anleitungen sind wirklich sehr, sehr gut. Und von daher ist es halt natürlich naheliegend, dass ich dieses Beispiel genutzt habe. Ja, aber ich hoffe, dass du verstanden hast, was Google hier unterscheidet, also wie Google das unterscheidet. Ne? Einmal mit den Laienbeiträgen und dann natürlich zum anderen mit den Akademikerbeiträgen. Das heißt also, die Beiträge, die schwer zu lesen sind, ist dann halt in Richtung Akademiker und sind dann eben Fachartikel. Und wenn du jetzt Do-it-yourself-Anleitungen suchst, dann ist es meist so, dass die natürlich für Laien geschrieben sind, also einfach zu lesen ist. Ich gebe dir mal ein banales Beispiel, dass du das Ganze vielleicht mal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel betrachtest, aber vielleicht auch besser verstehst. Na, wenn du jetzt eine Flash-Reading-Score von 99 hast, dann, wie gesagt, wäre es ein Beitrag, den ein Kind lesen kann und auch verstehen kann. Wenn du einen Beitrag erstellt hast, wo der Lesbarkeitsindex bei, sagen wir mal, 59, 55, 60 ist, dann ist es eher ein Beitrag für die Eltern. So kannst du dir das letztlich auch ein bisschen bildlich vorstellen und vielleicht auch besser einordnen. Ich will das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen. Die Lesbarkeit deiner Beiträge spielt als indirekter Faktor definitiv eine Rolle im SEO, in Bezug auf deine Webseite oder eben auf deinen Blog. Wie stark das Ganze gewichtet wird, das ist bei vielen Ranking-Faktoren so, dass Google da natürlich das rote Tuch drüber hält und das nicht wirklich preisgibt. Aber die Gewichtung wird relativ gering sein, dennoch spielt sie mit in dein SEO mit rein. Wenn du jetzt als Do-it-yourself Anleitungsschreiber nur schwere Beiträge schreibst,
dann wie gesagt kann das dein SEO negativ beeinflussen, sodass du natürlich nicht unter den ersten Suchergebnissen bist. Das solltest du definitiv beherzigen und auch wenn die Gewichtung nicht so stark ist, spielt dieser Lesbarkeitsindex definitiv eine Rolle. Das heißt, du solltest diesen Wert definitiv im Auge behalten. Wenn du aber eine wirklich spezifische Nische hast, wo die Zielgruppe natürlich zum größten Teil aus Akademiker oder Studierten letztlich besteht, dann solltest du es zwar als Anhalt nehmen, aber vielleicht nicht so stark beachten, weil du natürlich in diesem Bereich eher Fachartikel schreiben solltest, um diesen Menschen die Hilfe zu geben, die sie letztlich benötigen. Und sie, dadurch, dass diejenigen natürlich auch einen gewissen Wissensstand haben, werden natürlich deine Formulierungen anzuwenden wissen und natürlich auch umzusetzen. Und ich habe noch einen ganz, ganz guten Tipp für dich. Falls du Interesse daran hast, deinen Flash Reading Score oder deine Lesbarkeit selber ausrechnen zu wollen, dann geh unten in den Beitrag, den ich in der Beschreibung verlinkt habe. Dort findest du die Formel, die du nutzen kannst, wenn du das Ganze selber ausrechnen willst. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, die folgenden Videos nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denke immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, ich bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Lesbarkeit im SEO. Welchen Sinn hat der Lesbarkeitsindex?